Hallo Freunde des mobilen Lichtsteuerpuls, hier ist wieder Marco von Stagelight und heute möchte ich euch das Cue-Konzept in Stagelight vorstellen. Ich habe schon ein etwas komplexeres Setup vorbereitet, das Projektfile verlinke ich euch unter dem Video. Ihr seht, ich habe mehrere Martin McAura und ein paar Theaterscheinwerfer. Des Weiteren habe ich 5 Gruppen, eine für die Backline, eine für die Drums, eine für die Frontline, für die linken und für die rechten Scheinwerfer. Im Lichtpult habe ich das mir wie folgt organisiert. Auf der ersten Seite habe ich die 8 Einzelscheinwerfer der Backline und auf der zweiten Seite liegen die Gruppen. Wenn ich jetzt eine Cue in Stagelight anlegen möchte, geht das relativ einfach. Ich klicke den Record Cue Button. Der Button beginnt zu blinken und signalisiert mir, Achtung, jetzt wird aufgenommen. Und jede Veränderung, die ich jetzt tue, wird sich gemerkt und dann als Cue gespeichert. Also, ich fäde zum Beispiel ein bei der Backline und ich sage, ich möchte blaues Licht haben und ich verändere noch die Position der Scheinwerfer ein bisschen, schiebe die etwas nach vorn und speichere das jetzt als Cue. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, diese Werte wieder zurückzusetzen oder das Ganze abzubrechen oder eben wie gesagt auf den Plus-Button hier klicken und das Ganze als Cue speichern. Jetzt ist es als Cue abgelegt und jetzt legen wir noch eine zweite Cue an. Ich klicke wieder den Speichern-Button, verändere auch den Master, damit er auch mit aufgenommen wird und nehme jetzt eine zweite Farbe, zum Beispiel das Grün. So, ja. Auch hier darf ich jetzt auch nicht vergessen, auch wieder diesen Wert zu verändern, weil normalerweise ist der ja noch nicht da und er würde jetzt nicht mit aufgenommen werden, wenn ich ihn nicht wieder verändere. So, ich speichere auch die zweite Cue und habe jetzt 2 Cues gespeichert. Das sieht man, wenn man hier zum Beispiel in den Cue Playback Screen wechselt, sehen wir jetzt, ich habe 2 Cues. Ich habe die blaue und ich habe die grüne. Jetzt kann ich diese natürlich nicht nur aktivieren und deaktivieren, sondern ich kann sie auch einblenden. Ja, kann sie ein bisschen anlassen. Wähle jetzt die zweite an, man sieht das an dem dickeren Rand, dass sie jetzt aktiviert ist und fäde die quasi ein. Ich kann auch jetzt noch sinnvollerweise den Namen verändern oder eben zum Beispiel die Farbe. Und die zweite war ja die grüne. Da. So. Was ich bei dem letzten Tutorial schon mal kurz angeschnitten habe, habe ich nicht nur die Möglichkeit, die Cues in der Cue Playback Ansicht zu benutzen, sondern ich kann sie mir auch zum Beispiel hier in der Konsole auf die Feder legen. Und das passiert hier in der dritten Tab. Hier sehe ich meine beiden Cues, also zum Beispiel Q1 und Q2. Und auch hier kann ich jetzt natürlich die Cues ein- und ausblenden. Was kann ich noch machen mit Cues? Also aktuell sehen wir ja, habe ich relativ grob granulare Cues erstellt. Das heißt, ich habe komplette Bilder abgelegt. Ich kann aber auch einzelne Werte speichern. Also mal folgendes Beispiel. Ich nehme jetzt nur ein Zoom-Level auf oder nur eine Bewegung oder nur einen Strobeffekt und lege die mir als separate Cue ab. Das machen wir folgendermaßen. Also wir haben jetzt eine Cue offen, damit wir auch was sehen. Ich klicke den Record-Button, gehe jetzt in meine Gruppenansicht und verändere den Zoom-Wert und speichere nur den Zoom-Wert. Jetzt gehe ich wieder rein, verändere die Position, das Ganze noch ein bisschen weiter vor, ja, das kann jeder wie er mag, und speichere die Position und das Ganze tue ich jetzt auch noch mal mit dem Strobeffekt.
Suche ich mal einen mal aus, der jetzt irgendwie passt. Okay. Ich speichere den und lege ihn ab. So, jetzt kann ich diese Sachen wunderbar miteinander kombinieren. Na, jetzt habe ich die grüne Queue offen und kann sagen, ich verändere den Zoom-Level. Das gleiche geht aber auch, wenn ich das bei der blauen mache. Na, kann ich auch den Zoom-Level verändern oder eben die Position verändern. Und natürlich auch mit dem Strobeffekt. So. Jetzt haben wir immer die gleichen Scheinwerfer auf eine Queue gelegt. Man kann natürlich auch verschiedene Scheinwerfer auf eine Queue legen und ich zeige euch das jetzt nochmal mit den Frontlines. Dazu starte ich wieder das Queue-Recording und nehme die Frontline und fahre die voll auf und speichere die hier ab. So. Und wenn wir jetzt sagen, die 6. Queue war ja im Prinzip meine Frontline und dann gab es noch die beiden Queues für einmal für den Zoom und einmal für die Position und oh, habe ich einmal eine doppelt. Oh, hier, die habe ich verkehrt gemacht. Das war die 4. So. Und jetzt kann man das relativ gut miteinander kombinieren. Ne? Man kann jetzt sagen, ich mache jetzt hier einen Strobeffekt dazu oder ich verändere die Farbe, füge jetzt noch die Frontendbeleuchtung hinzu, verändere die Position und fahre sie wieder zurück, habe einen Strobeffekt aktiviert und so weiter und so weiter. Da ist der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Das war's zum Thema Queues. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Im nächsten Tutorial werden wir uns das Thema MIDI anschauen und ich hoffe, dass ich euch auch dann wieder hier an dieser Stelle begrüßen kann und bis dahin, ciao, ciao.